Heute bei Juliana Matthäus nähen wir uns mit 8 Nähten das wunderschöne The Delilah Dress oder die Kurzform die Ellie Top. Macht direkt mit! Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom DIY-Modelabel Juliana Matthäus. Ganz egal ob mit oder ohne Näh- und DIY-Erfahrung, mit uns könnt ihr euch selbst exklusive, trendorientierte und verantwortungsvolle Mode schaffen. Ja, ich glaube, das Kleid mit Spaghetti-Trägern und Wasserfallausschnitt The Delilah Dress oder die Kurzform die Ellie Top sind so die ungefähr spaßigsten Nähprojekte überhaupt. Denn ich glaube, wenn ich richtig gezählt habe, sind es 8 Nähte und mit Zuschneiden braucht ihr nicht länger als 3 Stunden dafür und habt ein Teil in eurem Kleiderschrank, was einfach nach viel mehr aussieht. Das The Delilah Dress und das Ellie Top gehört zur Kategorie Ready to Craft und das bedeutet wie immer, dass ihr keinerlei Erfahrung im Nähen mitbringen müsst. Es ist nur Zugang zu einer Nähmaschine erforderlich und alles andere zeige ich euch hier. Also macht direkt mit, ich zeige euch im kleinsten Detail, was genau zu tun ist, bis das fertige Kleid oder Top entsteht. Ihr macht direkt mit, pausiert da, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Wenn ihr das Juliana Matthäus The Delilah Dress oder die Ellie Top DIY Set schon da habt, dann kann es natürlich direkt losgehen, denn wie immer habt ihr alle Materialien da, die ihr braucht, in nachhaltiger Qualität und genau in der richtigen Menge. Ja, und wenn ihr eigene Materialien nutzen wollt, dann schaut doch super gerne auf unserer Website vorbei. Unten ist auch der Link hier in der Bio. Da könnt ihr euch euer Schnittmuster entweder per Post zuschicken lassen, auch auf eure eigenen Maße übrigens, oder direkt digital herunterladen, wenn ihr schon jetzt loslegen wollt. Ja, und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne bitte dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal, denn dann könnt ihr keinen Teil unserer neuen Kollektion mehr verpassen. Ja, dann würde ich mal schauen, lasst uns mal angucken, welche Materialien man so braucht oder welche ihr in eurem DIY-Set schon zugeschickt bekommen habt. Als erstes haben wir hier einen Umschlag mit nützlichen Informationen zur Pflege, unser Schnittmuster natürlich, dann unseren Stoff hier aus 100% Viskose, recyceltes Nähgarn von Gütermann, unser Juliana Matthäus Stoffetikett und ein goldenes Logoplättchen. Damit können wir doch was anfangen. Vor dem Zuschneiden ist es einmal wichtig, dass ihr den Stoff entweder einmal auf 30 Grad und am besten auch Schonwaschgang wascht oder ihn einmal, so wie ich hier heiß, abbügelt und abdampft, so auf Stufe 2, 2,5. Denn wenn der Stoff einläuft, dann soll er es jetzt tun, bevor wir ihn zuschneiden. Vorher zeige ich euch aber einmal, wie ihr die Schnittteile auf eure individuelle Länge bringt. Vielleicht sagt ihr, die sind mir ein bisschen kurz, messt also auch super gerne einmal die Länge von dem engsten Punkt hier bei eurem Vorderteil und dem Rückteil bis zum Saum und guckt, wie lang das bei euch wäre. Gegebenenfalls wollt ihr hier noch was anstellen und das könnt ihr ganz einfach machen, indem ihr hier links die Linie einfach verlängert. Einfach in der Linie, in dem Linienverlauf und dann von dem Saum, der hier eingezeichnet ist, bis nach unten parallel eine Linie anstellt. Stellt sicher, dass ihr genau gleich viel beim Vorderteil und Rückteil anstellt und achtet darauf, dass ja noch 2 cm Nahtzugabe umgeklappt werden für den Saum. Aber genau, ansonsten einfach parallel anstellen und die Linien von der Seitennaht im Vorder- und Rückteil verlängern. Gut, und dann schneiden wir zu. Breitet einmal den Stoff vor euch aus, sodass die Webkante, was das ist, erfahrt ihr in eurem E-Book zum Beispiel, rechts liegt, also vertikal vor uns. Und legt den Stoff einmal möglichst glatt hin. Und legt dann alle eure Schnittteile, die ihr ausgeschnitten habt, und zwar genau an den Linien für eure jeweilige Größe, die ihr ausgewählt und vorher ermittelt habt. Legt ihr auf den Stoff also, genau wie es an eurem Schnittbild dargestellt ist, denn so ist es am stoffsparendsten und es sieht bei jeder Größe anders aus. Wichtig ist, wenn ihr die Teile auflegt, dass euer Fadenlaufpfeil genau entlang parallel zur Webkante liegt. Dafür nehme ich mir hier ein Maßband, messe einmal unten den Abstand von meinem Pfeil bis zur Kante, messe ihn jetzt gerade noch weiter oben, ein bisschen außerhalb des Bildrandes, aber das Maß, was ich hier ermittle, soll genau das gleiche sein. Und dementsprechend könnt ihr dann auch das Schnittmuster nochmal ein bisschen verschieben oder drehen, sodass egal wo ihr messt bei diesem Pfeil, immer der Abstand vom Pfeil bis zur Webkante genau der gleiche ist. Dann wisst ihr, aha, mein Teil liegt im Fadenlauf. Und kann so also nicht blöd verzerrt werden, sondern liegt genau so, wie wir es uns als Designer überlegt haben. Wenn das also gut liegt, dann könnt ihr euch Stecknadeln zur Hand nehmen und euer Schnittteil einmal komplett auf eurem Stoff feststecken. Immer so eine Nadel im Abstand von 5 bis 10 cm sollte schon da stecken und also immer durch Papier und durch Stoff gehen, sodass es beides verbunden ist und uns beim Zuschneiden gleich leichter fällt.
Und wer einen relativ dünnen Stoff hat oder einen sehr fließenden, wie bei mir hier die Viskose und der oder die noch nicht so fortgeschritten ist beim Zuschneiden oder Nähen. Kleiner Tipp am Rande, ihr könnt auch als ganz unterste Lage, also noch unter den Stoff, eine Schicht Schnittpapier oder Packpapier legen. Also ein großes Stück Papier, auf das ihr eure Stecknadeln, den Stoff und das Schnittteil auch noch feststeckt, sodass ihr nicht nur 2 Lagen habt, wie hier bei mir, sondern 3. Denn wenn noch eine Papierschicht unterhalb des Stoffes liegt, dann gibt es dem Ganzen noch mehr Stabilität und das Zuschneiden fällt noch einfacher. Probiert das also gerne mal aus. Wenn ihr alle Schnittteile in eurer Größe auf dem Stoff genau nach eurem Schnittbild aufgelegt und festgesteckt habt, kann es losgehen mit Zuschneiden. Schneidet entlang der Kante eures Schnittteils. Alle Nahtzugaben sind schon im Schnitt enthalten und wenn nicht anders angegeben, betragen die 1 cm. Ja, und am besten lässt es sich zuschneiden, wenn ihr die untere Seite der Schere entlang auf dem Tisch führt, denn dann habt ihr einen ganz festen und stabilen Griff und könnt am geradsten schneiden. Gebt euch da auch gerne Mühe und verzieht das Ganze nicht und steckt lieber halt noch eine Stecknadel mehr beim Feststecken als eine zu wenig, denn hier kommt es darauf an, dass es möglichst ordentlich ist. Dann bitte einmal alles zuschneiden, so oft wie es auf euren Schnittteilen steht. Nach dem Zuschneiden ist es noch wichtig, dass wir unsere Schnittteile mit diesen kleinen Querlinien, also unseren Knipsen, markieren. Sucht euch da bitte auch die Linienart von eurer Größe raus und markiert dann mit eurer Scherenspitze nur mit den äußersten 3-4 mm einmal so einen kleinen Einschnitt, denn den brauchen wir, weil dieser Knips hier beispielsweise die Position von unserem Träger markiert. Und dann können wir unsere Nähmaschine einfädeln. Bitte einmal das Garn hier in den Oberfaden einsetzen und auch auf eure Spule spulen. Und dann beginnen wir mit dem Versäubern der Kanten. Ich zeige euch das hier, wie das an der Haushaltsnähmaschine funktioniert, mit einem Zickzackstich. Stichbreite 3,5, Länge 1,6. Wenn ihr aber Zugriff zu einer Overlock-Maschine habt, dann könnt ihr natürlich die auch super gerne zum Versäubern der Kanten nutzen. Ich lege mir jetzt meinen Stoff so an, dass wenn meine Nadel rechts einsticht, sie noch knapp in meinen Stoff sticht und links quasi dann immer direkt in meinen Stoff auch und gehe dann einmal jede einzelne Kante ab. Alle bis auf die von den Trägern, die braucht ihr nicht. Alles klar, dann würde ich sagen, macht das einmal bitte und wir sehen uns gleich wieder. Die Naht, wenn ihr die mit dem Zickzackstich gemacht habt, sollte dann so aussehen. Und ihr könnt es dann selber mal testen, hier die kleinen Fransen und Fädchen abzuziehen. Es geht dann halt wirklich nur bis zu einem gewissen Grad und franzt nicht darüber hinaus aus. Und so wollen wir das auch haben. Gut, als erstes kommen die beiden Nähte für unsere Träger. Wir haben hier ja diese kleinen Rechtecke, falten die einmal in der Mitte um, sodass sie rechts auf rechts liegen. Guckt also, wenn ihr den Stoff kauft, einmal, was die rechte und die linke Seite ist. Bei meiner Viskose hier sind beide Seiten gleich, deswegen ist es egal. Aber fragt doch gerne im Stoffladen zum Beispiel nach, welches die rechte und linke Seite seid, wenn ihr euch unsicher seid. Und genau, ich falte das hier einmal in der Mitte um, stecke mir dann einmal Stecknadeln, damit mein Schlauch, mein umgeklappter Schlauch auch so zusammen bleibt. Und mache das einmal bei beiden Trägern. Meistens erkennt ihr die rechte Seite zum Beispiel auch daran, dass sie so eine ganz leichte Streifenhaptik hat und die linke Seite ein relativ diffuses Bild. Und wenn ihr also eine klar erkennbare rechte Seite habt, dann sollte die jetzt innen liegen. Also außen die mit der diffusen Seite. Genau, und wenn ihr dann die Stecknadeln gesteckt habt, dann ist das hier genau eine gerade Naht von ganz links bis nach ganz rechts, die wir jetzt nähen bei beiden Trägern. Ab jetzt nähen wir nur noch mit einem Geradstich in der Stichlänge 2,5, also der ganz normale Doppelsteppstich. Wichtig ist, wie bei allen Nähten, die jetzt folgen, dass ihr ganz am Anfang anfangt, also an der Kante, jetzt in einem Abstand von 1 cm hier rechts zu unserer Kante näht. Das seht ihr auch bei eurer Stichplatte. Und immer die Nadeln entfernt, wenn sie euch zu nahe kommen. Möglichst probiert gerade zu nähen und am Anfang und am Ende verriegelt. Ich zeige euch das hier nochmal, aber wer generell noch Fragen hat zum Einfädeln oder zum normalen Nähen, der guckt sich doch bitte nochmal unser Grundlagen-Tutorial an, da erklären wir alle Basics. Hier sieht man das Verriegeln, ich nähe rückwärts, ein paar Stiche ganz am Ende, nähe nochmal vorwärts, habe verriegelt, schneide meinen Faden ab, hebe Nadel und Nähfuß und bin dann fertig und mache das gleiche mit meinem anderen Träger nochmal.
Die sehen dann so aus. Wichtig jetzt, dass wir die Nahtzugaben hier, also den Zentimeter, einmal kürzen. Nur so auf so 2 mm sollte die noch lang sein. Also Achtung, jetzt nicht auf der Seite, wo unser Tunnel quasi geschlossen ist, sondern da, wo die fransigen Nahtzugaben sind, die wir ja auch nicht versäubert haben. Die schneide ich mir einmal kurz, denn wenn wir den Träger gleich einmal wenden, dann tragen die nicht so wulstig auf und es lässt sich auch leichter wenden. Also bitte einmal bei beiden Trägern und als nächstes nehmt ihr euch eine Sicherheitsnadel zur Hand. Mit der stecht ihr einmal rechts durch eine Lage eures Tunnels, schließt sie dann und steckt die Sicherheitsnadel in den Tunnel. Guckt jetzt, dass hier rechts beide offenen Kanten schön nach innen in den Tunnel gelegt sind. Denn was wir jetzt machen möchten, ist die Sicherheitsnadel immer weiter nach links zu ziehen. Und das Kniffligste ist hier der Anfang. Also einmal alles schön nach innen drehen, den ganzen Anfang. Und dann könnt ihr die Sicherheitsnadel einfach immer ein kleines Stückchen weiterschieben, bis sie ganz links wieder aus eurem Tunnel herauskommt. Zieht den Stoff rechts immer so ein bisschen nach. Und ja, wie ich finde, ist das ein sehr spaßiger Prozess hier, weil man dann gleich sieht, wie der Träger entstanden ist. Wenn ihr auf der einen Seite jetzt wieder rauskommt, könnt ihr die Sicherheitsnadel entfernen und einmal dafür sorgen, dass der Träger komplett umgedreht ist. Macht das Ganze jetzt bitte auch noch mit dem anderen Träger und dann werden wir den einmal bügeln. Das Bügeleisen habe ich wieder so auf 2,5 gestellt und möchte meinen Träger jetzt einmal komplett platt bügeln. Dabei achte ich darauf, dass meine Naht oder der Schatten der Naht, das ist ja jetzt nur das Äußere von der Naht zu sehen, einmal an einer Seite liegt und nichts von meinem Stoff in dieser Naht verschluckt wird. Also guckt und rollt den Stoff einmal schön raus, sodass wirklich nur die Naht an der Seite liegt und nicht noch so ein bisschen Stoff nach innen gefaltet ist. Dann sollte der Träger möglichst gleichmäßig werden und auch möglichst genauso aussehen wie der andere. Genau, geht hier einmal schön drüber. Ihr könnt auch gerne Dampf benutzen und dann sind wir fertig, um den anzubringen. Alles klar. Dann benötigen wir unser Vorderteil und legen das einmal so vor uns hin, dass unsere rechte, also schöne, später äußere Seite oben liegt. Und wir brauchen hier einmal die Knipse, die wir markiert haben, im Armloch. Genau unter die Knipse legen wir jetzt unsere Träger an. Also die obere Linie oder obere Kante unseres Trägers stößt an den Knips und die Kante von der einen Seite unseres Trägers stößt an die Kante des Armloches, sodass die nach innen, also auf dem Vorderteil liegen. Genau so. Und dort klappen wir dann einmal genau bei unserem Knips unser Vorderteil um. Also die linke, nicht so schöne, später nicht äußere Seite, liegt jetzt zu uns gewandt. Und wir stecken jetzt einmal unseren Träger mit den beiden Lagen zusammen fest, denn das Armloch ist es, was wir gleich als erstes einmal nähen möchten. Achtet darauf, dass der Träger hier schön gerade, also wirklich im 90-Grad-Winkel eigentlich zu eurem Armloch liegt, denn dann kommt er am ordentlichsten gleich hier raus, wenn wir das Ganze umdrehen. Und steckt dort doch gerne eure erste Nadel. Ich stecke die auch wieder in einem Abstand von 1 Zentimeter. Lege dann hier unten meine beiden Ecken aufeinander, stecke dort meine nächste Nadel, denn von dort bis nach oben möchten wir gleich nähen. Und dazwischen die Strecke gucke ich auch nochmal, dass die gut aufeinander liegt, schön ordentlich ist und keine Falten bildet. Und dort stecke ich mir meine nächsten Stecknadeln. Wenn das gut gesichert ist, mache ich das gleiche nochmal genauso auf der anderen Seite auch. Das ist meine Naht. Ja, und auch hier nähe ich jetzt gleich lang. Wieder nähe ich mit einem Abstand von 1 cm zur Kante. Fange ganz am Anfang an, entferne hier meine Stecknadeln, verriegel auch wieder ganz am Anfang. Nähe dann hier in einem möglichst geraden Bogen, einmal bis zum Ende. So, das war schon Naht Nummer 3. Nummer 4 folgt sogleich und zwar bei unserem anderen Armloch, da geht es genauso. Bitte macht das einmal. Anschließend werden wir hier einmal unser Teil mit unserem Beleg und wo wir gerade die
Träger eingenäht haben, wenden. Zieht dafür einfach so ein bisschen an den Trägern, guckt, dass die Ecken hier komplett rauskommen und das Ganze einmal bügeln. Ich lege mir hier meinen Bogen, den ich gerade genäht habe, möglichst ordentlich vor mich hin und bügel einmal schön über die Naht, sodass die ganz platt und flach liegt. Legt mir das immer wieder so ein bisschen hier hin. Guckt, dass ihr da keine Falten reinbügelt. Geht einfach mit der Spitze über die Kante. Perfekt, sieht schon richtig gut aus. Und genau das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch noch. So, und dann müssen wir hier nur noch einmal oben über unseren Bruch bügeln. Legt euch den auch einmal schön vor euch hin, sodass der möglichst flach und ohne Falten liegt. Und bügelt jetzt einmal scharf diesen Bruch. Das ist wichtig für unseren Wasserfallausschnitt, damit er sich dann schön legen kann. Bügelt das hier einmal schön platt. Super, und dann geht's weiter. Jetzt schließen wir einmal unsere hintere Mitte, benötigen einmal unser Rückteil und unser zweites Rückteil noch dazu. Wir verbinden jetzt die Seite, die den weniger starken Bogen hat, denn das ist unsere hintere Mitte. Da legen wir uns einmal unsere Teile rechts auf rechts, also mit den schönen Seiten aufeinander. Und an der langen Seite mit der weniger starken Kurve stecken wir uns jetzt einmal Stecknadeln von ganz links bis nach ganz rechts, denn das ist das, was wir als nächstes nähen möchten. Also genau das hier wird jetzt unsere nächste Strecke. Wir nähen wieder mit einem Abstand von 1 cm zur Kante, verriegeln am Anfang und am Ende und ansonsten ist alles wie gehabt. Ich beende die Naht, hebe Nadel und Nähfuß, schneide den Faden ab und mache weiter mit Bügeln. Besteht aus 3 Schritten dieses Mal. Wir bügeln als erstes mal unsere Naht von der linken Seite aus platt. So, falten dann unsere Rückteile auseinander, sodass die Nahtzugaben auf uns zuzeigen. Dann falten wir die einmal mit den Händen auseinander und bügeln die Nahtzugaben auseinander. Und der letzte Schritt ist es, das Ganze einmal umzudrehen, sodass die rechte Seite mit dem Schatten der Naht jetzt oben liegt und das Ganze noch einmal abzubügeln. Denn diese 3 Schritte des Bügelns sind die Möglichkeit, eine möglichst ordentliche und flache Naht zu erzeugen. Jetzt möchten wir einmal noch unseren rückwärtigen Beleg verbinden in der hinteren Mitte. Dafür stecken wir uns hier auch einfach ein paar Stecknadeln, nachdem wir die beiden Teile rechts auf rechts aufeinander gelegt haben. Und zwar bei der Seite, wo dieser Schwung nicht so stark nach oben geht. Könnt ihr auch erkennen, wenn ihr die mal auflegt auf euer Rückteil. Genau, und das ist die Naht, die wir jetzt gleich zusammennähen. Hier legen wir es natürlich wieder in einem Abstand von 1 cm zur Kante unter die Nähmaschine, verriegeln am Anfang und am Ende wieder und machen uns dann gleich ans Bügeln. Und zwar genauso, wie wir es auch eben gemacht haben. Bügeln die Naht erst platt, dann auseinander, dann nochmal von der rechten Seite und dann ist auch dieser Beleg fertig. Anschließend führen wir unser Rückteil mit unseren Trägern und dem Vorderteil zusammen, legen jetzt unser Rückteil hier mit der oberen Seite und der rechten Seite nach oben liegend vor uns hin, also Saum liegt unten, legen dann unser Vorderteil rechts auf rechts darauf und unsere Träger genau oben mittig auf die Knipse, die wir da finden und markiert haben zuvor. Also genau mittig einmal drauf und auch so, dass die Träger sich nicht verdrehen, wenn das Vorderteil rechts auf unserem Rückteil liegt. Das haben wir dann so liegen. Dann nehmen wir uns noch unseren Beleg dazu, den wir gerade vorbereitet haben. Und der kommt so gleich darauf. Und genau so möchten wir ihn einmal festmachen. Ich stecke mir als erstes eine Stecknadel hier in der hinteren Mitte. Ich gehe mit einer Nadel genau durch meine Naht und auch durch die Naht des Rückteils. Stecke die mir hier einmal quer. Als nächstes stecke ich hier meinen Träger fest. Lege den nochmal genau am Knips an. Und auch den Knips von meinem Beleg darauf.
Stecke hier auch wieder eine Quernadel. Lege dann hier links meine beiden Endpunkte und Kanten aneinander. Mache das gleiche rechts auch noch. Als erstes lege ich den Träger auf meinen Knips und den Knips vom Beleg darauf. Stecke mir auch noch rechts die Ecke fest. Und genau das ist jetzt die Naht. Einmal von ganz links nach ganz rechts rüber, während wir die Träger befestigen. Wenn ich mir das hier einmal aufklappe, seht ihr also die linke Seite, die wo der Beleg umgeschlagen ist vom Vorderteil, liegt jetzt sozusagen außen. Nahtzugabe ist hier wieder 1 cm. Am Anfang wird wie immer verriegelt. Und ansonsten auch hier wieder eine ganz gerade, einfache Naht mit dem Doppelsteppstich. Kleine Besonderheit, wenn ihr über die Träger näht. Ich würde da vorschlagen, einmal die Nadel rauszunehmen und einmal hin und zurück, also als wenn ihr wie am Anfang verriegelt näht, denn dann haben die noch so einen besonderen Halt und sind einfach noch ein bisschen reißfester. Genau, also an der Position von euren Trägern einfach noch einmal rückwärts und vorwärts nähen. Bei der Mitte hier könnt ihr eure Quernadel stecken bleiben und einfach drüber nähen, denn dann stellt ihr so am sichersten, dass beide Nähte vom Beleg und Rückteil schön ineinander überlaufen, weil ihr sie ja so auch perfekt gesteckt habt. Und hier dann wieder einmal verriegeln beim nächsten Träger. Und dann nähe ich nur noch einmal bis zum Ende, verriegle da wieder und beende meine Naht wie immer. Jetzt heißt es wieder bügeln, und zwar die Naht, die wir gerade zuvor genäht haben. Ich lege mir die Nahtzugaben mit den Fingern wieder auseinander. Gucke auch, dass von der unteren Seite kein Stoff verschluckt wird. Klappe mir das Ganze dann rum. Kann mir dann auch einmal die Träger gleich rausholen. Und bügel noch einmal jetzt schön von der rechten Seite über meinen angesteppten Beleg, sodass auch hier die Kante einfach schön scharf wird. Sehr gut, dann ist es an der Zeit, unsere Seitennähte zu schließen. Wir legen jetzt einmal unser Kleid, soweit wir es haben, vor uns hin. Gerade sind jetzt die rechten Seiten außen und wir sehen ja, oh, die Seitennähte sind noch offen. Deswegen platziere ich mir die beiden Teile jetzt einmal rechts auf rechts, so dass das Vorderteil mit der rechten Seite auf dem Rückteil liegt. Also genau die Seitennähte aufeinander passen von meinen Trägern, sodass nichts verdreht ist, sondern genau die, die aneinander genäht werden sollen. Ich klappe mir meine Belege auf, sowohl im Rückteil als auch im Vorderteil. Fange dort an, meine erste Stecknadel zu stecken. Gehe dann hier dort, wo wir die Nahtzugaben haben, sowohl im Rückteil als auch im Vorderteil, wieder mit einer Quernadel rein, indem ich einmal mittig durch die Naht steche, genau auch mittig bei der Naht reinsteche, von der oberen Seite nach unten, auf die ich da treffen möchte, gleich beim Nähen. Und stecke mir die hier einmal quer. Zack. Und dann befestige ich noch die restliche Strecke aufeinander, also als nächstes den Saum. Und verteile mir noch die Strecke dazwischen. Ihr seht, das passt genau. Ihr müsst dann nirgendwo grob ziehen. Arbeitet euch da einfach von der einen Seite so ein bisschen zur anderen oder halbiert immer mal die Strecken, sodass es schön glatt alles aufeinander liegt, ohne dass da irgendwie Fältchen oder so entstehen. Das ist ja jetzt so ziemlich unsere mit längste Naht, vielleicht noch mit dem Saum gleich, der noch kommt, aber dennoch ganz einfach und einfach mit einer ganz leichten Welle eine Naht. Also wir nähen jetzt gleich hier von unserem Beleg anfangend, der gerade aufgeklappt ist, über die Naht bis ganz nach unten zum Saum. Und genauso stecken wir uns das jetzt auch noch auf der anderen Seite fest, bitte.
Bei dieser Naht gibt es eigentlich nichts weiter zu beachten, außer dass ihr guckt, dass ihr weder oben noch unten grob dran zieht oder ein Fältchen einnäht. Und hier bei den Nahtzugaben unserer Belege, guckt bitte, dass die Nahtzugaben wirklich immer noch schön auseinander liegen, so wie wir sie auch gebügelt haben. Denn dann wird es schön flach und das möchten wir hier. Und ansonsten nähe ich jetzt hier einfach einmal komplett runter. Am Ende dann wieder verriegeln und dann machen wir genau die gleiche Naht jetzt auch noch auf der anderen Seite. Danach wird wie immer gebügelt und zwar werden wir jetzt die Nahtzugaben wieder auseinanderlegen und festbügeln, denn dann haben wir auch hier die schönste glatte Naht. Wer hat, kann auch gerne so einen Bügelarm dazu nehmen, wie man auch für Ärmel zum Beispiel benutzt. Dann ist es ein bisschen leichter, auf der Unterseite keine Falten reinzubügeln. Ansonsten legt euch das so hin, dass ihr einmal geprüft habt, dass unten nichts geknittert ist oder gefaltet ist und bügelt dann einfach nur mit der Spitze über eure Naht. Dann geht es auch. Wichtig ist, dass ihr schafft, die auseinander zu bügeln und das auf beiden Seiten. Danach ist der Saum an der Reihe, unsere letzte Naht. Und da empfiehlt es sich jetzt ein Maßband oder hier wie bei mir ein Handmaß dazu zu nehmen. Und wir schlagen jetzt 2 cm nach innen, also dort, wo man die Nähte sieht, zur linken Seite um. Bügeln uns das immer einmal schön, hier die Kante, einmal schön scharf abbügeln. Stecken uns dann hier direkt eine Stecknadel. So. Und machen das einmal ringsherum. Also ihr geht immer ein Stück weiter, messt euch das Ganze aus, bügelt da wieder drüber, steckt euch eine Stecknadel da rein und macht das so lange, bis ihr wieder da angekommen seid, wo ihr angefangen habt. Ja, wir nähern uns langsam aber sicher dem Ende. Und ja, wem es jetzt richtig viel Spaß gemacht hat, und ihr sagt, ja, das war total easy, einmal mit den Videoanleitungen, aber auch das Schnittmuster war super für mich gemacht, dann schaut doch super gerne im Anschluss auf unserer Website vorbei und sucht euch direkt ein nächstes Projekt aus, entweder als ganzes DIY-Set mit Materialien schon, wenn euch die gefallen, die wir da gerade anbieten, oder sucht euch ein neues Schnittmuster aus. Vielleicht habt ihr auch Lust auf was ganz anderes wie Stricken oder Makramee mal. Guckt gerne mal vorbei, www.julianamathews.com ist die Website. Da freuen wir uns auf jeden Fall und wünschen viel Spaß beim neuen Projekt. Wir nähen jetzt einmal hier komplett im Kreis und ich zeige euch wie an der Nähmaschine. Wir legen uns jetzt unsere Kante, hier die umgeschlagene und umgebügelte, an unserer 2 cm Linie an, verriegeln am Anfang, gucken dann, dass wir einmal hier schön gerade nähen, denn die Naht sieht man natürlich außen dann. Da sie aber Ton in Ton ist, fällt sie nicht allzu sehr auf. Nähen einmal komplett bis zu dem Punkt, wo wir eben angefangen haben. Also einmal komplett im Kreis und ansonsten ist es nur gerade. Jetzt folgen noch ein paar letzte Schliffe. Dafür legen wir uns unser fast fertiges Kleid einmal vor uns hin, blicken einmal nach innen und möchten unsere Belege jetzt noch einmal anstecken. Dafür nehme ich mir einmal eine Stecknadel, mache mir den hier noch einmal fest und werde jetzt mit ein paar Handnähstichen diesen Beleg hier von meinem Rückteil an den Nahtzugaben innen festmachen. Dafür habe ich mir so eine gute Armlänge von meinem Garn abgeschnitten, fädel dieses Garn hier durch das Öhr von meiner Nähnadel ein und habe beide Enden gleich lang von meinen Fäden hier hängen und mache in beide Fäden zusammen einen Knoten und schneide dahinter noch mein Fadenende ab. Dann bin ich bereit. Gehe dann einmal hier von unter meinem Beleg, von unten nach oben durch meine Naht, bis der Knoten mich stoppt. Dann nehme ich mir so ein kleines Fitzel, nur so einen Millimeter hier von meinen Nahtzugaben. Guckt, dass ihr nicht bis auf die äußere Seite eures Kleides durchnäht, sondern nur in den Nahtzugaben bleibt. Gehe dann wieder hier oben so einen Millimeter durch. Mache das Ganze unten nochmal und kann dann auch schon vernähen. Denn wir möchten einfach, dass dieser Beleg sich nicht beim Tragen ausklappt. Fürs Vernähen einfach einmal auf der Stelle nähen und eure Nadelspitze durch die Schlaufe ziehen. Das Ganze einmal festziehen. Hier könnt ihr die Stecknadel dann entfernen und den Faden einmal abschneiden. Super, das war's schon. Das Ganze machen wir jetzt noch 2 weitere Male. Und zwar bei den Seitennähten, wo unser Beleg ja auch befestigt werden kann. Ich stecke mir das Ganze also hier wieder fest, so dass mein Beleg mit der Naht schön auf die Naht von
meiner Seitennaht im Vorder- und Rückteil trifft. Habe mir dann hier wieder Garn eingefädelt und das doppelt genommen, nähe ein paar Mal hin und her, vernähe das Ganze, schneide den Faden ab und jetzt bleibt es nur noch an der anderen Seite übrig. Das macht ihr da jetzt bitte auch noch. Dann nähen wir noch mittig in der hinteren Mitte auf unserem Beleg unser Juliana Matthäus Designed by Us, Made by You Etikett ein. Das legen wir uns einmal mittig auf, auch so mittig von der Höhe auf dem Beleg und nähen jetzt einfach die beiden oberen Ecken genauso ein, wie wir es auch gerade zuvor mit den Belegen gemacht haben, wie wir die befestigt haben. Ich gehe hier von unten nach oben einmal durch mein Etikett und gehe jetzt immer durch meinen Beleg und durch mein Etikett gleichzeitig. Achtet auch dabei darauf, dass ihr nicht auf die rechte Seite durchnäht, sondern nur in dem Beleg bleibt. Ja, dann könnt ihr das noch 2-3 Mal hin und her gehen, vernähen und macht das gleiche auf der anderen Seite oben auch noch. Für Outfit-Inspirationen, Gewinnspiele, süße Tierfotos und vieles mehr folgt uns doch auch super gerne auf unserem Instagram-Kanal juliana_matthäus_official. Da gibt es täglich neue Posts, coole Reels, Stories von Behind the Scenes, unseren Fotoshootings und so weiter. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr Teil unserer Community werdet. Last but not least nähen wir noch das goldene Logo-Plättchen an und zwar ungefähr in so einem Abstand von irgendwie 10 cm zu unserer hier linken Seitennaht. Ihr könnt das Logo-Plättchen genauso annähen, wie ihr es mit einem Knopf machen würdet. Und zwar habe ich den Faden wieder doppelt und einen Knoten gemacht, habe dann von unten nach oben in meinen Stoff eingestochen, bis der Knoten mich gestoppt hat. Bin dann hier einmal direkt durchs Logo-Plättchen gegangen auf der rechten Seite, steche dann daneben wieder in meinen Stoff ein von unten nach oben, komme dann wieder von unten nach oben raus, nähe direkt wieder durch das Loch, mache das Ganze nochmal von oben nach unten, dann ist die rechte Seite schon mal befestigt und ich wandere dann hier unterirdisch diesen halben Zentimeter weiter, bis ich durch die linke Seite von meinem Logo-Plättchen einstechen kann. Nähe dann da noch ein paar Mal von oben nach unten durch meinen Stoff und dann kann ich das Ganze befestigen. Also am besten hier unten wieder einmal vernähen auf der linken Seite. Ich nähe dafür auf der Stelle, gehe wieder mit meiner Nadelspitze durch die Schlaufe, mache das Ganze nochmal, damit es schön fest ist. Dann kann ich das Ganze abschneiden. Und ich würde sagen, das war's. Letzter Cut. Das sieht richtig, richtig schön aus. Ganz toll. Yay! Ja, crazy, wie schnell das ging, oder? Ich kann es gar nicht glauben. Und schon hat man so ein schickes neues Teil, was man übrigens richtig vielseitig kombinieren kann. Zum Beispiel tagsüber mit lässigen Sneakers und einer Jeansjacke oder abends mit Pumps, schicken Schmuck und vielleicht noch einer Klatsch in der Hand. Ja, mich würde es auf jeden Fall interessieren, wie ihr es tragt, auch für welche Materialien ihr euch entschieden habt, welche Farben. Teilt auch eure Resultate gerne mit dem Hashtag JulianaMatthäus_on_me mit uns und dann freuen wir uns zu sehen, was ihr eigentlich so gezaubert habt. Ja, ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir gemeinsam nähen oder stricken oder häkeln oder sticken oder knoten, was auch immer, worauf ihr Lust habt. Und ja, fühlt euch gedrückt und bis dann. Tschüssi!